Hallöchen Freunde, willkommen zurück bei NerdSaveD zu einer neuen Folge Angebissen. Heute Special angegrillt. Natürlich, wie sich das gehört, waschecht mit Zange. Wie, nee. Hä? Ja, gut, Grill fällt aus. Heute gibt's Fisch. Surströmming. Wie anziehen? Okay. Eine Minute 37 Sekunden später. So, wir sind jetzt, ich habe mich wieder entkleidet. Jetzt geht's los. Das ist die Surströmming-Dose oder Surströmming. Wie man sieht, ist die ja gewölbt und ja, der ganze fermentierte Fisch, der gärt dann noch weiter vor sich hin. Deswegen machen wir das so, wie es eigentlich vorgesehen sein soll. Das heißt, unter Wasser öffnen, dass wir A, nicht den ganzen Geruch haben und dass wir B, den Fisch gleich ein bisschen reinigen können. Und dann soll das wohl auch genießbar sein. Ich bin gespannt. Das ist jetzt zu sehen, alles eigentlich. Alles. Der erste Dosenöffner hat versagt. Die Dose ist so stark gewölbt, dass die Kiste jetzt nicht aufgeht. Ich nehme mal den alten klassischen, mal gucken, ob das damit funktioniert. Am Arsch, Mann. Hat dir einer gepupst? Es riecht nach Gulli. Es riecht nach Querschiss. Nach Bierschiss? Keine Ahnung. Boah, ist das ölig oder keine Ahnung? Boah, das Wasser ist jetzt so, ja, ölig. Das riecht ja nach toten Fisch oder so. So. Okay. Und jetzt? Für die Nachwelt. Das sieht alles andere als appetitlich aus. Das ist sehr... Die Fliegen kommen schon, also ein Stück Fisch. Salzig. Noch mehr salzig. Das ist die Lake. Keine Ahnung, nach was das schmecken soll. Wir gucken mal. Also der Fisch, der zerfällt. Das ist, der ist total weich. Also man würde sowas wahrscheinlich eher wegschmeißen, als sich jetzt nochmal irgendwie aufs Brötchen zu schmieren. Also zumal das wirklich kompletter Fisch ist. Wo jetzt einfach nur der Kopf fehlt, aber mit Flossen und Gräten und alles drum und dran. Das, ja, ist jetzt halt durch das Wasser ist es jetzt nicht so schlimm. Also ich glaube, hätten wir das wirklich direkt so aufgemacht, dann wären wir bei gestorben. So, Zwiebeln, Brot und Frischkäse. Jetzt bin ich gespannt. Also appetitlich sieht es überhaupt nicht aus. Das zerfällt vor sich hin. Isst man das wirklich so mit Gräten, allem drum und dran? Da sind überall die Gräten drin. Ah, man kann das ja, ich bin ja Fischfiletierer vom Beruf, kann man ja auch den immer so wegmachen. Widerlich so.
So. Ich greife ihn einfach mal rein. Hau ab, Fliege, du kriegst nichts. Jetzt kommt der Geruch noch so ein bisschen raus. So, ein bisschen Zwiebel ran. Mmh, besser als bei Mutti zu Hause. Undefinierbar. Keine Ahnung, einfach, schmeckt einfach wie vergammelter Fisch. Gieriger, vergammelter, alter Fisch. Hier, guckt euch die Fliegen an. Die wissen, was gut ist. Auch die Zwiebel kann da nichts retten. Also ich sag mal so, es hat mir wahrscheinlich den Arsch gerettet, dass wir das Ganze jetzt im Eimer aufgemacht haben. Man hat ja gesehen, wie viel Druck da drauf war, wie viel Luft rauskam. Oder wie viel Gase eigentlich. Und ich glaube, das hat mir wirklich den Arsch gerettet. Es schmeckt einfach nur salzig, undefinierbar. Da fehlen mir die Worte. Ich habe sowas noch nie gegessen. Ich kann das nicht beschreiben. Aber man sieht ja, wie die Fliegen hier ankommen. Die stürzen sich hier drauf. Und da kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie es riecht, wie es aussieht und wie die Konsistenz von so einem toten Tier ist im Prinzip. Und genau so fühlt sich dieser Fisch an. Also der liegt einfach schon zu lange in seinem eigenen Saft und der schmeckt einfach auch, als würde er schlecht sein. Also Genuss, ich weiß nicht. Es ist eigentlich überwiegend salzig und es schmeckt halt einfach ja, tot irgendwie. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja selten schlechtes Fleisch gegessen, aber so in die Richtung würde ich mir fauligen Fisch vorstellen. Probiert selber aus, öffnet es unter Wasser. Mehr kann ich euch nicht sagen. Und ich denke, damit verabschiede ich mich. Ich gehe mir jetzt mal die Zähne putzen und irgendwas Vernünftiges essen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.